So, herzlich willkommen zu magischen Momenten mit bemerkenswerten Menschen. Mein Name ist Britta Dahlberg und heute geht es darum, wie du deine Augen rettest, denn die werden immer schlechter im Alter oder sind es vielleicht jetzt schon und du hast vielleicht auch eine Brille oder Linsen und fragst dich, wie kann ich die schnell loswerden? Dieses Thema hat uns sehr, sehr beschäftigt, hier auch im Frankfurter Ring. Und wir haben heute euch einen Experten dazu eingeladen, den Fedor Simonov. Und mit ihm wollen wir heute nicht nur schöne Übungen zeigen, da haben wir einiges vor, sondern wir wollen euch auch ganz schnell und kurz auf zwei wichtige Fragen Antworten geben. Und unsere Übersetzerin, die Christiane, ist auch wieder dabei und wird das vom Englischen ins Deutsche übertragen, denn Fedor Simonov kommt aus Russland und ja, an ein ausgezeichnetes Englisch. Und bald werdet ihr ihn auch in Frankfurt live erleben können. So, Fedor, unsere erste Frage an dich lautet, wem kannst du helfen? Welche Augenprobleme, mit welchen Schwierigkeiten sollte man zu dir kommen, um sie zu lösen? So, Fedor, thanks so much for being here, and we want to learn a little bit more from you with a taste of exercises. But first of all, we want to clarify a couple of questions that came up, and the first one is, whom can you help? Who are these techniques that you developed useful for? So the methods that I introduce is Eye Diamond. Die Methode, die ich vorstelle, heißt Augendiamant-Methode. It can help those who have the following eye problems. Und es kann allen helfen, die Augenprobleme haben. Myopia or short-sightedness. Myopie oder Kurzsichtigkeit. Hypermetropy or farsightedness. Hypermetropie oder Weitsichtigkeit. Presbyopia, Astigmatism, Strabismus. Presbyopik, das ist Altersweitsichtigkeit oder Astigmatismus oder auch Schielen. Macular degeneration. Da gibt es eine Degeneration der Muskeln. Der Makula. Na, Makula, okay. Ja, nicht Muskeln. Muskeldystrophie hilft es aber auch. Gibt es auch, ja. And also such big problems as cataract or glaucoma. Und auch die großen Probleme wie grauer Star oder grüner Star. I cannot help only who are completely blind. Den einzigen, denen ich nicht helfen kann, sind die, die komplett erblindet sind. There is nothing that I can do for those people. Da ist nichts, was ich für diese Menschen tun kann. If you have the following eye problems that I mentioned, I can help you. Aber wenn du von den Augenproblemen, die ich erwähnt habe, etwas hast, dann kann ich dir da helfen. Because I use different tools to help each problems. Denn ich benutze verschiedene Techniken für die jeweiligen Probleme. As I mentioned earlier, Sorry. Eye Diamond is an integrated method. Und wie ich zuvor schon erwähnt habe, die Augendiamant-Methode ist ja eine integrative Methode, eine ganzheitliche. Wir sitzen viele, viele Stunden am Computer. Also ich kenne fast niemanden in meinem Bekanntenkreis, der nicht täglich mehrere Stunden am Computer sitzt. Und in deiner Geschichte hast du ja gerade dieses Problem selbst gehabt und Lösungen gefunden. Vielleicht gehst du gerade kurz nochmal darauf ein. And we're all sitting in front of the computer many hours a day, at least in my friendship circle and colleague circle. I don't know anybody who's not sitting on the computer for several hours a day. And in your personal story, you touched on that. Maybe you can say a little bit more about that issue. What do you mean? You mean how to help those who work on PC or using smartphones a lot? Yep. Du meinst, wie man Menschen hilft, die viel am Computer sind oder das Telefon viel benutzen? Yeah, so yes, of course. If you're using PC a lot, if you're using smartphones, iPads, of course, the Eye Diamond, the method which I represent, will help you to reduce the vision load that you get.
Und natürlich, ob du lange am PC sitzt oder viel das Smartphone oder iPad benutzt, die Augen-Diamant-Methode, die ich vorstellen werde und entwickelt habe, hilft bei allem dem, sodass du das mit 100% Sehkraft dann auch entspannt machen kannst. Because so many people are using their smartphones or using their computers, and they tense their eyes a lot. They squint, they start to look very close. So we work on all these problems. Und es gibt ja allein schon viele Menschen, die beim Benutzen vom Smartphone die Augen verkrampfen oder angespannt haben, vielleicht auch ohne das zu merken. Und daran arbeiten wir alleine schon, diese Gewohnheiten zu ändern. So I teach people how to use those gadgets properly to avoid damaging their eyes and their vision. Die unterrichte ich auch, wie man diese ganzen technischen Hilfsmittel auf eine gute Art und Weise benutzt, sodass man die Augen nicht schädigt. Because I work on PC for 10 or 12 hours and I have 150% vision. Denn ich arbeite 10, 12 Stunden am Computer und habe 150% Sehkraft. Which is very good. Das ist sehr gut. Aber sag mal, wie lange dauert es, um Resultate zu haben? Ja? Muss ich jetzt jeden Tag mindestens eine halbe Stunde morgens und abends üben? Oder was ist so deine Erfahrung? Aber ganz ehrlich. And then tell us, how long does it take to get results with the methods? Do I have to practice half an hour, morning and evening? And how long does it take? And be honest with us. So over last several years, we study the statistics of our students. Im Laufe der letzten Jahre haben wir die Statistiken erfasst und erforscht von allen Schülern und Studenten bei uns. So, according to the statistics, on average, it takes, so the results are from 0.25 to 1 dioptry per month, if practicing not less than 30 minutes a day. Die Statistik teilt uns mit, dass die Ergebnisse zwischen 0,25 Dioptrien und 1 Dioptrien Verbesserung pro Monat liegen, wenn man nicht weniger als eine halbe Stunde übt pro Tag. So you can split the practice time into two parts, 15 minutes in the morning and 15 minutes during the day. Und du kannst die Übungszeit auch in 2 Teile aufteilen und 15 Minuten morgens machen und eine Viertelstunde an einem anderen Tageszeitpunkt. And it will guarantee you the results from 0.25 to 1 dioptry per month. Und das wird dir die Ergebnisse garantieren, von 0,25 bis 1 Dioptrien pro Monat. Christiane, meinst du, das ist machbar? Ja. Okay, so let's do. So, wollen wir eine Übung mal schnell zusammen machen, die noch kürzer dauert am besten? So, let's do it. And how about we do another short little exercise that's going to be a quick one for people too? Yeah, sure. This exercise is very good for those who use PC a lot or using smartphones for close work. We are going to compensate. Good. Die Übung hier ist also sehr gut für Leute, die viel am Bildschirm sitzen, jeder Art, um das zu kompensieren. So first you repeat the wash-up. Zum Ersten wiederholst du das Waschen, das wir vorhin gemacht haben. The exercise that we did before. Ja, die Übung, die wir im vorherigen Video vorgestellt haben. Then you close your eyes again. Dann schließt du wieder die Augen. You take a deep inhale with your nose. Atemzug ein. And then on your exhale, you move your eyebrows up and stretch your eyeballs vertically. Und wenn du ausatmest, bewegst du die Augenbrauen nach oben und dehnst deine Augenballen vertikal hoch. Look at me very attentively. So you stretch your eyeball vertically. Dehnst also das Auge vertikal, senkrecht nach oben.
with your eyes closed. Während du die Augen geschlossen hast. Okay. And it helps to fix your far vision, to see better in the distance. Und das hilft, in der Entfernung wieder besser zu sehen. Let's practice again. Okay, Lasst uns das nochmal üben. do it. Inhale, Einatmen. and then exhale, eyebrows up and stretch the eyeballs vertically. Und dann mit dem Ausatmen die Augenbrauen nach oben ziehen und die Augenballen vertikal dehnen. Inhale, eyebrows down, Einatmen, Augenbrauen entspannen wieder runter. and then exhale, eyebrows up and stretch the eyeball vertically. Und ausatmen, Augenbrauen hochziehen, die Augen vertikal dehnen. You push your retina forward. Du drückst deine Netzhaut nach vorne dadurch. On exhale, when you stretch the eyeball. Mit dem Ausatmen, wenn du die Augen nach oben dehnst. And after this exercise, repeat the wash-up. Und nach dieser Übung wiederholst du das Waschen. So if you now look at the distance far, you could notice that you can read the line below if you check your vision. Und wenn du jetzt in die Entfernung schaust, wenn du so einen Sehtest beim Augenarzt hättest, könntest du jetzt die nächstuntere Linie dann lesen. Yeah. Cool. Okay. Fein. Und wie lange, also würdest du jetzt sagen, das muss man sein Leben lang machen oder wie tut sich das im Alltag sozusagen verankern? Was empfiehlst du uns? And the other question was like, how long would you say the results are going to last? Is this something you have to practice for the rest of your life, or how is this going to go? That's one of the most common questions. Das ist eine der häufigsten Fragen tatsächlich. Ja. The principle of the Eye Diamond is that we invest time to get the habits for several months, usually 3 months. Das Prinzip der Augendiamant-Methode ist, dass wir Zeit investieren, anfangs, und zwar für ungefähr 3 Monate. And then the results of improvement stay with you all your life. Und bei diesen 3 Monaten geht es vor allem um diese Gewohnheitsänderung mit den Augen und mit dem Körper. Und wenn die einmal wirklich verankert sind im Körper, dann bleiben die auch für den Rest deines Lebens. So if you get the healthy vision habits, they work for you all the time without your thinking about it. Wenn du also das in dir integriert und verankert hast, diese gesunden Sehgewohnheiten, dann hast du die für den Rest deines Lebens bei dir. But you have to invest some time to get it. Ohne dann noch drüber nachzudenken, aber natürlich musst du anfangs darin investieren, die in dir einzubauen. In your body, in your subconsciousness. In deinem Körper, in deinem Unterbewusstsein. And usually 3 months. Und das dauert normalerweise ungefähr 3 Monate. Gut, na, das ist ja auch mit vielen Gewohnheiten oder jeder Sport. Wir werden nur da besser, wenn wir gewisse Zeit investieren. Und die eigenen Augen, wie wir am Anfang sagten, sie sind kostbare Diamanten. Wir wissen es alle. Und der normale Weg ist halt immer stärkere Brille, immer stärkere Linsen und immer mehr Abhängigkeit von diesen Hilfsmitteln. Well, yeah, that makes a lot of sense, and it's the same with any other sports or activity that changing our habits takes a little while, and that once we have that makes a difference in our lives, and it's a much better route than what we usually hear with just getting stronger glasses and thicker lenses and so on and so forth. Ich wünsche mir jedenfalls sehr, dass wir mit deinen Methoden und deiner frischen Art, da heranzugehen, viele begeistern können, die dieses Video vielleicht sehen und auch ihren Freunden bitte, bitte mitteilen, verbreitet die gute Botschaft, man kann was tun. Es gibt natürlich immer wieder Ärzte, die da noch ihre Zweifel haben und eine ganze Industrie dahinter, die auch gerne natürlich verdienen möchte daran, an den Produkten.
Aber wir können viel tun und wir können die Kraft erhalten. Wir haben ja im Frankfurter Ring auch andere Trainer immer wieder zu Gast, um die Möglichkeit euch anzubieten, da an diesem Thema für euch selbst was zu tun. Und wie auch Fedor uns gesagt hat, also es ist Hoffnung da. Ganz, ganz wichtig, dass ihr mitmacht und das ausprobiert. Alle Info hier unten. Zu einem Erlebnisabend kommt Fedor, zu einem Workshop kommt Fedor. Er macht Einzelsitzungen hier beim Frankfurter Ring und es gibt auch noch ein tolles Reiseprogramm in den Altai, nach Südspanien oder wo auch immer hin. Er hat da verschiedene Angebote, die wir auch vorstellen werden. In diesem Sinne, herzlichen Dank an Fedor und herzlichen Dank an Christiane und demnächst live in Frankfurt. Thank you very much. Yes. Yes.